Tag 4, Light and Building 2022 und ich finde, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um mal über unsere Kompetenz, nicht nur in Deutschland, sondern die weltweite Kompetenz zu zeigen, was wir so können. Und dafür habe ich mir heute wirklich absolute Experten geholt aus dem Global Account, Frank Metzner und Oliver Laax, die Projekte betreuen, nicht nur Industriebereiche, Gebäudetechnik, gute Gebäude, Gebäude, die man nicht so kennt, auch mal Sonderlösungen, also wirklich das ganze Portfolio, alles was geht. Dafür haben wir wirklich die Speerspitze hier auf die Bühne geholt und wir werden jetzt mal ein bisschen was präsentieren. Wir nehmen Sie alle mal mit auf die Weltreise, denn es geht ja immer um Weltklasse. Und ich würde sagen, erstmal schauen wir mal, was wir alles können. Wir bedienen viele, viele Branchen. Es ist ja nicht nur so, dass wir Industrie können und Gebäude. Wir können ja auch die erneuerbare Energien gewinnen, Windparks oder auch Hochbau, wie zum Beispiel auch Industrie- und Anlagenbau. Das heißt, wir haben überall irgendwo unsere Finger im Spiel und das macht es auch aus. Wie nicht umsonst heißt es bei uns immer Boden, Decke, Wand, was wir können. Und wir starten gleich schon. Ich sag mal, wir fangen mal an in Italien. Italien ist wunderbar, gutes Essen, aber auch wunderbare Gebäude. Ja, Frank, erzähl mal was. Ja, in Italien sehen wir hier ein wunderschönes Gebäude, ein Hotel, das wir mitgestalten konnten, zusammen mit den Architekten entwickelt. Eine wunderschöne Fassade, ein 5-Sterne-Haus, Excelsior Hotels. Und wir sehen gleich in der nächsten Folie auch, was wir dort mitgestalten konnten, nämlich diesen wunderschönen weißen Marmorboden. Zusammen mit den Architekten haben wir dann eine Kassettenlösung, also für die Elektroinstallation im Fußboden entwickelt, die dann zum Interieur passt und auch wunderbare Akzente setzt. Genug aus Italien, jetzt springen wir mal zu unserer Hauptstadt, nach Berlin. Da sind wir nämlich beim neuen Museum, soweit ich weiß. Auch ein wunderschönes, ja, nach historischem Vorbild neu aufgebautes Gebäude oder mehrere Gebäude, das neue Museum in Berlin. Dort haben wir eng mit dem Architekten David Chipperfield zusammengearbeitet und ebenfalls eine kleine, ja, sehr schöne Lösung für den Fußboden geschaffen, die die Elektroinstallation in die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Fußbodenbelege integrieren kann. Und man sieht also hier die kleinen Auslasspunkte, die wir zusammen mit David Chipperfield designt haben. Er wollte von uns eine Bronzeoberfläche haben, die also auch mit dem Fußbodensystem korrespondiert, wie wir jetzt hier sehen im Holzfußboden, als auch in den verschiedenen Steinböden ist diese Kassettenlösung im Fliesenspiegel integriert worden. Im nächsten Foto sehen wir unsere Lösung nochmal im Detail. Der Architekt wollte also für uns, dass die Oberfläche, der Bronzeoberfläche dieser Dose mit dem Gebäude, mit dem historischen Fußboden mitaltert. Man sollte also Strukturen oder Kratzer sehen. Und wir sehen auch, dieser Anschluss an den Terrazzo-Boden ist also auch fugenlos. Das war also auch eine Anforderung, die wir hier umsetzen konnten. Eine sehr anspruchsvolle Lösung. Aber hier wurde bewusst gesagt, man möchte das sehen und nicht irgendwie unauffällig irgendwo integriert. Hier hat man bewusst gesagt, das ist ein Blickfang. Genau, das ist also ein Akzent, den der Architekt hier in seinem Fußboden setzen wollte, mit unseren kleinen Bodensteckdosen, UD Home, wie sie die hier heute auch auf dem Messestand zeigen. Wir bleiben in Europa, wir fahren nach Antwerpen. Mit dem Auto, aus dem Autohaus. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben hier als Beispiel ein Autohaus ausrüsten dürfen, haben den Installateur unterstützen dürfen mit unseren Lösungen aus dem Bereich der Unterflursysteme, aber auch der Kabeltragsysteme. Und hier ist die Anforderung halt gewesen, im Showroom des Autohauses sicherzustellen, dass die Fahrzeuge optimal präsentiert werden können und die erforderliche Energie und die Datentechnik unter dem Fahrzeug befindlich ist, möglichst aber unsichtbar. Da haben wir mit unseren Lösungen in Abstimmung mit den Designern entsprechende Oberflächen präsentiert und sind als Lieferant ausgewählt worden, damit eben die Fahrzeuge im rechten Licht erscheinen, dank unserer Mithilfe. Eine Folie weiter sehen wir, dass wir nicht nur im Showroom, sondern auch im Untergeschoss des Autohauses unterwegs waren, eben in den Garagen, wo die besondere Anforderung war, dass wir hier beispielsweise nicht aus Korrosionsschutzgründen, sondern rein aus optischen Gründen
Kabeltragsysteme einbringen konnten, die eine Beschichtung erfahren haben, eine Sichtflächenbeschichtung erfahren haben, zur Aufnahme der Beleuchtung, wie man hier beispielsweise in den Bildern sieht. Und das Ganze sollte in einer homogenen Oberfläche zu der Umgebung in dieser Tiefgarage sein, da dort auch Kundenverkehr und Fahrzeugübergaben stattfinden. So, aus dem Autohaus machen wir mal ein bisschen, wir hopsen mal ein bisschen durch die Welt, weil jetzt betreten wir den Bereich Kraftwerksbau. Und beim Kraftwerksbau sehen wir, da sind wir nicht nur in Europa, da sind wir auch in Asien und Vorderasien tätig. Ja, Kraftwerksbau, einer unserer Schwerpunkte in der Industriebearbeitung, Kraftwerksprojekte, egal welcher Kraftwerkstypen es sind, ob es die klassischen Gaskraftwerke sind, Kohlekraftwerke, eine Vielzahl von Industrieanlagen kann man ruhig mit in einem Atemzug benennen, die eben in der ganz, ganz frühen Vorplanungsphase schon von uns unterstützt werden, im Detaildesign unterstützt werden und Lösungen finden. Wir sehen hier einen kleinen Ausblick oder einen kleinen Überblick von realisierten Projekten, beispielsweise in Polen. Ich habe gerade gesagt, egal welche Kraftwerke, wir haben durch die gute Kundenbeziehung zum Beispiel oben links im Kraftwerksprojekt Żerań ein Folgeprojekt gewinnen können, eben aufgrund des guten Supports und der Lösungen, die wir präsentieren konnten. Weitere Projekte rund um den Globus, wirklich gesagt, umspannen beispielsweise Dubai oder auch hier letztgenannte Projekte Hamburg-Moorburg oder Hamm-Üntrop, die beiden letzten deutschen Kraftwerksprojekte, die wir realisieren konnten. Nur mal eine Größenordnung mit Bauzeiten von rund 3,5 Jahren, die wir dort präsent waren mit Mann, Unterstützung und Maus, wie man so schön sagt. Die Herausforderungen sind einfach, wie man unten rechts auf den Bildern sieht, die individuellen Lösungen zu finden, auf Basis der Basisplanung ins Detailengineering einzusteigen, entsprechend der Lastvorgaben, die dort realisiert werden müssen bei Kabelanhäufungen und vielen anderen mehr. Das Logistikkonzept, da kann ich gleich an anderer Stelle nochmal drauf eingehen, ist da eigentlich nur eine Nebensache, weil hier ist wirklich Heavy Metal gefordert und hier geht es sprichwörtlich zur Sache. Erholen wir uns ein bisschen, fahren wir mal nach Asien. Da haben wir nämlich in Vietnam, in Hanoi sozusagen, das Deutsche Haus. Ja, richtig, ein wunderschönes Neubauprojekt mitten in der City von Hanoi in Vietnam konnten wir mitgestalten. Das Gebäude beherbergt unter anderem die Deutsche Botschaft und auch viele deutsche Firmen. Im Oberbereich sind repräsentative Wohnungen und auch eine wunderschöne Dachterrasse auf dem Absatz verbaut. Und wir konnten also die Deutsche Botschaft in diesem Gebäude mit speziellen, sicherheitsrelevanten Kabelverlegesystemen ausrüsten. Wir sehen das auf der nächsten Folie, also einen kleinen Ausschnitt aus dem Botschaftsgebäude im Inneren. Ja, dort wurden also estrich überdeckte Kanalsysteme verlegt, zusammen mit abschließbaren Bodenauslässen, wo also nur bestimmte Leute Zugriff haben. Einfach, wie gesagt, aus Sicherheitsgründen, Abhörsicherheit und solche Dinge spielten da eine entscheidende Rolle. Aus Vietnam zurück nach Europa, in die Slowakei. Ja, wir springen ein bisschen. Wir haben ein Interrail-Ticket gekauft, das geht damit. Ja. Also sind wir in der Slowakei und da haben wir auch ein Bürogebäude, richtig? Jawohl, ganz im Osten der Slowakei, in Kosice, sehen wir hier einen Neubau, einen Büroneubau, der in die historische Altstadt von Kosice eingeplant und dann auch gebaut wurde. Und wir sehen ein typisches Gebäude mit Glas-, Metallfassaden und bodentiefen Fenstern. Und ich hatte die Gelegenheit, also auch während der Bauphase dort das Projekt zu verfolgen. Und wir sehen im nächsten Bild einen Ausschnitt in dem Gebäude, wie das strukturiert aufgebaut wurde. Also gewünscht hatte sich der Bauherr ein Open Office und man sieht hier schön die Installationsebenen, Fußboden und Decke, die hier ausschließlich zur Verfügung stehen, eben weil man bodentiefe Fenster und Stützelemente ansonsten nur zur Verfügung hat. Und da dürfen wir mit unserer Elektroinstallation und auch mit anderen Systemen nicht dran. Also blieb nichts weiter als der Fußboden und die Decke für die Gebäudeausrüstung. Und unser Kanalsystem wurde dort integriert in eine Fußbodenheizung,
oder mit einer Fußbodenheizung und viele Auslässe wurden dort geschaffen für die Schreibtische im Büro. Und das ganze Gebäude war also nicht rechteckig, sondern trapezförmig im Grundriss. Und deshalb haben wir auch noch Sonderlösungen entwickelt, um dem Kanal, da musste ja dieser Gebäudeverlauf folgen. Wir sehen das hier in der Mitte in dem Bild. Also Speziallösung von Uwe Bettermann für diese Baustelle in Košice. Im nächsten Foto sehen wir, was der Bauherr dann damit machen kann. Er kann also die Geräteeinsätze mit den Steckdosen und Datendosen in dem Kanal versetzen und bleibt somit flexibel im Open Office, kann also seine Arbeitsplätze immer wieder neu gestalten. Das war der Wunsch. Um eins vorweg zu sagen, wir haben jetzt sehr viel gesehen und immer wieder Sonderlösung geholt. Das heißt, ein Projekt wird sich niemals innerhalb kurzer Zeit realisierbar sein. Das heißt, ihr braucht schon Vorlaufen gewaltig, richtig? Ja, es ist immer ein großer Vorteil, wenn wir möglichst früh in die Projektplanung, in die Vorplanung des Projekts eingebunden sind, um eben zu erkennen, wo sind die Besonderheiten, wo sind die besonderen Ansprüche dieses Projektes, wo sind die Besonderheiten in der Spezifikation, was müssen wir tun, ist es eine besondere Last, ist es eine besondere Atmosphäre, eine besondere Umgebung, in der wir realisieren sollen später, was ist genau erforderlich, und da hilft es immer, so früh wie möglich involviert zu sein, damit wir uns positionieren können, unsere Lösungen, unsere Referenzen präsentieren können, um auch dem Kunden einen Eindruck geben zu können über eben die Möglichkeiten, die wir haben, mit Hilfe auch natürlich, wenn wir in die Welt hinausschauen, unserer Tochtergesellschaften und der Experten vor Ort, die uns unterstützen. Perfekt. Slowakei, wir fliegen über Österreich und landen in München. Pro7 Sat.1 Media. Das war was Größeres. Pro7 Sat.1 Media ist eben auch eine solche Herausforderung, wie gerade beschrieben. Der Neubau der Medienzentrale in München hat es mit sich gebracht, dass aufgrund der baulichen Gegebenheiten wir dort extrem hohe Lasten haben, aufgrund der Kabelanhäufungen, aufgrund der Technik. Stromschienensysteme waren gefordert einzubringen mit auf unsere Tragsysteme bei sehr, sehr, sehr geringen Setztiefen und Verankerungsmöglichkeiten, die wir hatten. Wir waren also gefordert, dort mit Hilfe unseres hauseigenen Statikteams Lösungen zu kreieren, sie dem Kunden entsprechend vorzustellen, um möglichst geringe Lasteinleitungen in die Aufbauten Wand und Decke zu bringen, uns den baulichen Gegebenheiten an der Stelle tatsächlich zu fügen, anzupassen und optimale Lösungen zu präsentieren. Und da sehen wir auch die Kabeltrasse, das war eine besondere Herausforderung gewesen. Auch mit Stromschienen sehe ich da. Wir haben hier beispielsweise mal 2 Bilder von den Anwendungen oder Aufbauten, die wir dort realisieren konnten. Wie gerade gesagt, war eine der Anforderungen, dass wir die Stromschienen mit ihren spezifischen Gewichten und Leistungsmerkmalen mit auf unser Tragsystem integrieren sollten. Und das hat eine besondere Anforderung mit sich gebracht, da eine Stromschiene halt durchaus Gewichte mit sich bringt auf dem laufenden Meter, wie es durchaus eine vollbelegte Kabeltrasse auch entsprechend tut. Wir sammeln mal heute reichlich Flugmeilen. Ich würde sagen, geht ab nach China. Und das war für mich ein Foto, das gesehen habe, das ist eine imposante Aufnahme. Wir reden von einem BMW-Werk. Ja, BMW hat in China einen kompletten Werksneubau realisiert, neben vorhandenen Werken einen weiteren Standort aufgebaut, und hier war die besondere Herausforderung, just in time mit unseren Materialien made in Germany in China zu sein. Das OBO-Team China hat uns unterstützt mit den Möglichkeiten mit den Lagermöglichkeiten unserer Niederlassung in China, um eben dort den entsprechend agierenden Installateuren, mehrere an der Zahl, entsprechend zur rechten Zeit am rechten Ort die Materialien zur Verfügung stellen zu können. Wir sind hier ausgewählt worden für unsere Kabeltragsysteme, und zwar in der Form von BKRS-Systemen, aber auch Leitungsführungskanäle haben hier eine große Rolle gespielt, um eben den sprichwörtlichen letzten Meter im Projekt zu realisieren. Man kann ja ruhig auch sagen, mit der geschwollenen Brust, mit unseren begehbaren Kabelrinnen, haben wir schon bei sehr vielen Automobilfirmen, Herstellern schon Fuß gefasst. Ja, also um jetzt mal hier in Deutschland zu bleiben, alle deutschen Automobilisten verwenden unsere Systeme.
in einer Vielzahl. Jede Anlage, sei es Presswerk, Lackiererei, Karosseriebau, hat Bedarf an eben solchen Lösungen, um speziell hier Robotertechnologien anzusteuern mit Elektrodaten, aber auch weiteren Medien wie Druckluft, Gas oder auch Wasser zu versorgen. Raus aus der Produktion hinein in die Administration und auch da sehe ich Leitungsführungskanäle und sogar auf dem Dach Blitzschutz. Ja, 7 Produkteinheiten bringen es mit sich, dass der Installateur sich, ich sage mal, bequem zurücklehnen kann und diese 7 Produkteinheiten bei uns, bei Obo Bettermann, aus einer Hand erhalten kann. Und zwar nicht nur hier, sondern eben, wie gerade schon gesagt, auch natürlich in jeder unserer Niederlassungen und in vielen weiteren Ländern mehr. China bleiben wir dabei, nicht nur Kabeltragsysteme in den Hallen, in den Technologiezellen wurden realisiert, Leitungsführungskanäle für die Basisinstallation in den Gebäuden wurden realisiert, aber eben auch Blitzschutz. Wir reden hier über den äußeren Gebäudeschutz in der Form, dass wir die Dächer dieser neuen Gebäudeteile entsprechend ausrüsten konnten mit unseren Blitzschutzsystemen, um das Ganze auch in puncto Sicherheit entsprechend auszuführen. Und zum Thema Metallkompetenz können wir auch sagen, wir können auch andere Dinge realisieren, wie zum Beispiel Tragekonstruktionen. Ja, wir haben im Fall von Industrieinstallationen natürlich neben den Standards und den geläufigen Anwendungen immer wieder die Herausforderung, dass aufgrund von Platzbedarfen von engen Räumlichkeiten vielerlei Gewerke möglichst gebündelt, komprimiert realisiert werden sollen. Und jetzt bin ich wieder bei meinen Sätzen zuvor. Je eher wir eingebunden sind im Projekt, desto besser. Hier auf den Bildern sehen Sie typisch eine Rohbausituation, in die wir eingestiegen sind, in die wir ausrüsten konnten, nachdem viele, viele Monate zuvor bereits die Technik definiert worden ist und wir hier beispielsweise wiederum Stromschienensysteme, aber auch Medien, Granulate, Druckluft und Wasser an die entsprechenden Automaten und Maschinen, die hinterher in der Halle Platz finden, angeführt werden mussten. Komprimiert auf eben Sondertragkonstruktionen. Manchmal ist auch Ästhetik gefragt. Dann gehen wir auf die Reise. Ich habe Hunger auf Paella. Wer noch? Ja. Ab nach Madrid. Ab nach Madrid, genau. Da ist ein schönes Gebäude, was von den Architekten selber benutzt und auch errichtet worden ist. Das Estudio Lamella Architekten in Madrid, die konnte ich also auch mal besuchen und haben mir dann einen Einblick gegeben, wie die arbeiten heutzutage und die Arbeitsumgebung. Wir sehen hier auch wieder ein ganz typisches Gebäude mit Glas-Metallfassade außenrum. Und was die Architekten wollten, die wollten also auch im Inneren einen offenen Raum haben und so viele Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Ja, also man kann also vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss durchsehen im Foyer und alle Räume sind offen gestaltet. Also ein wichtiger Aspekt des modernen Büroneubau, Open Space. Und da bleibt dann eigentlich nur die Versorgung für die Schreibtische vom Boden oder eben auch vielleicht von der Decke. Aber Sie können sich vorstellen, die Architekten wollten diesen Blick nicht verbaut haben. Und so war also die Versorgung über den Boden zu den Arbeitsplätzen das wesentliche Merkmal. Hier sehen wir mal ein ganz typisches Beispiel, wie das dann dort aussieht. Also ein Boden, Kanalinstallationssystem, estrich überdeckt. Man sieht nur die Auslässe und die Kabelführung vom Fußboden zum Schreibtisch. Aber auch anders. Vorne im Foyer, glaube ich, ist das, ne? Ja, nicht nur dort, man kann solche Systeme natürlich auch in anderen Fußböden verlegen, wie hier schön zu sehen im Steinfußboden. Ja, dort ist das Foyer, wo eben vielleicht auch nass gewischt oder nass gepflegt wird, im Bodenbelag. Dafür haben wir dann spezielle wasserdichte Lösungen. Und auch das passt sehr gut zu dem Steinfußboden, der hier auf alt gemacht ist mit Absicht und der dort, also, wo unsere Dosen eine gute Repräsentanz bilden. Wir fliegen so viel, aber so einen Flughafen haben wir noch gar nicht gehabt. Ne? Ich glaube, nehmen wir uns mal einen Flughafen vor, den in Dubai. Auch ein fantastisches Foto. Und was haben wir da gemacht? Das ist auch ein Weltklasse-Referenzprojekt von uns, das Terminal 1 bis 4 in Dubai, also eine riesigen Flächen. Wer dort schon mal gelandet oder umgestiegen ist, weiß das.
Man läuft dort stundenlang, man fährt mit der Bahn von einem Terminal zum anderen. Und es gibt also große Verkaufsflächen, wie wir jetzt gleich auch sehen können, in der Mall im Flughafen. Dort hatten sich die Architekten also für einen weißen Steinfußboden entschieden, in dem natürlich auch ein Bodenkanalsystem verbaut werden musste, um all die Kioske oder eben Displays zu versorgen, die in so einem Flughafen aufgebaut sind. Man sieht dort bei dem Pfeil 2 runde Kassettenlösungen im Fußboden. Da wollte man unauffällig bleiben, ne? Ja, das war eins der wesentlichen Aspekte hier, dass man das also nicht sieht. Deshalb auch das Estrich überdeckte Kanalsystem, was komplett mit Bodenbelag belegt werden kann. Nur einzelne Auslastpunkte sind zu sehen, wie auch hier eine quadratische Kassette, die dann im Prinzip dafür sorgt, dass die Kabel und Leitungen zu den Displays hochgeführt werden für die Daten- und Stromübertragung. Also mir ist nach Frankfurt. Ne? Wir sind in Frankfurt. Warum reden wir nicht über Frankfurt? Können wir auch. Ja, einige von Ihnen werden es vielleicht an der Gebäudeform schon erkennen. Wir sind in Frankfurt zurück. Hier am Ort des Geschehens haben wir vor einigen Jahren den Neubau der EZB komplett mit OBO-Systemen ausrüsten dürfen. Wir sind insgesamt gewählter Partner gewesen von 3 Installateuren, die halt mit ihren Leistungen zur Inbetriebnahme und zur Fertigstellung der EZB hier beigetragen haben. Frankfurt, schöne Stadt, wunderbares Klima, auch hier auf der Messe. Jetzt haben wir aber auch etwas Besonderes in Deutschland, nämlich eine riesengroße Batteriefabrik. Ja, ich hatte eingangs erwähnt, dank des Supports, der Hilfe, der Zusammenarbeit mit unseren Tochtergesellschaften weltweit haben wir immer wiederkehrend auch Projekte, die von Deutschland in die Welt hinausstrahlen, betreut werden müssen, aber genau auch im Umkehrschluss von ausländischen Investoren in Deutschland realisiert werden. Hier haben wir ein Beispiel, ein chinesischer Investor, der Europas größte Batterieproduktion in Deutschland geplant und errichtet hat oder derzeit errichtet, ist auf uns zugekommen, hat gesagt, ihr als Trassenhersteller und mit den Möglichkeiten der weiteren Produkteinheiten, lasst uns bitte mal sprechen in der weiten Vorplanung zu diesem Projekt. Die Besonderheit war, und wie eingangs erwähnt, wir sind vom Department Global Account, internationale Projekte, dass ein drittes Land sogar beteiligt war, nämlich Österreich. Der ganze Planungstross ist in Österreich ansässig gewesen, sowie auch die Installateure, die wir dann eben mit den Möglichkeiten und Lösungen versorgt haben. Lösungen ist ein wunderbares Stichwort bei Lösungen, weil das ist ja keine Lösung von der Stange. Nein, die Besonderheit in diesem kompletten Gebäudekomplex war die, dass wir nicht standardmäßig installiert haben an Wand und Decke, wie man es üblicherweise kennt. Beton- oder Stahlbinderbauweise ist gegeben gewesen, durfte aber von uns an der Stelle nicht genutzt werden. Es gab hier in diesem Bau eine besondere Technikebene, in der eine jegliche Installation der Gewerke stattfinden musste, stattfinden sollte. Auf dem nächsten Foto können wir sehen, wie das alles sehr, sehr komplex und sehr kompakt ist. Und eben die Lösungen, die wir auf den entworfenen Lösungen zuvor gesehen haben, dann tatsächlich in die Tat umgesetzt worden sind. Das Ganze ist wiederum in enger Detailabstimmung gegangen, weil wir hier wirklich über hunderte Kilo Kabellasten, massivste Kabelanhäufungen von mehreren hundert Leitungen gesprochen haben, die entsprechend über die Kraftverhältnisse entsprechend in das Gebäude eingeleitet werden mussten. Einen Einblick zeigen diese Bilder, wie das Ganze hinterher ausgesehen hat. Herausfordernd dabei war weiterhin nicht nur, dass wir wirklich hunderte Tonnen Material auf diese Baustelle gebracht haben, sondern wir konnten sie nur einbringen in die Baustelle nach einem gewissen Logistikplan, nach einem Konzept. Wir waren also Teil einer Logistikkette dort, und wenn Sie versuchen, mit 2, 3 Sattelzügen eine Baustelle dieser Größenordnung zu befahren, dann bedarf das schon einer engsten Koordination, um eben dann 30, 40 Tonnen Material in einem Rutsch auf die Baustelle zu bringen, zu verbringen, entsprechend zu lagern, dass das Material keinen Schaden nimmt, noch bevor es montiert ist. Und dazu Hilfen haben wir wahrscheinlich auch vom BIM.
Ich meine, Kollisionstechnik rausfinden, gerade auch Logistik ist ja alles, läuft da hinein mit mehreren Gewerken. Also da sind wir schon wieder ein Stückchen weiter. BIM war ja schon Thema bei uns gewesen, aber hier sieht man wieder, wir kommen immer wieder darauf zurück. Wir werden dieses Thema nicht mehr loswerden, zum Glück nicht loswerden. Ich glaube auch für euch eine riesengroße Herausforderung, damit zu arbeiten. Genau. Die Firmen kommen auf uns zu, sprechen uns an vor dem Hintergrund BIM. Revit, das sind so Schlagworte, die dort genannt werden, Ja. aber eben auch das 3D-Modeling, wo wir teilhaben können, an den 3D-Modellen die Lösungen einzubringen. Aber wie du sagst, Carsten, BIM natürlich ist in aller Munde, ist ein Thema und wir sind da planungsunterstützend gerne bereit, in die Projekte einzusteigen mit unseren Lösungen, mit den gezeigten Referenzen, die Sie hier gerade in Teilen haben erleben dürfen. Wir nahmen Sie mit auf die Reise. Jetzt sind wir wieder hier auf dem Boden der Tatsachen. Also Sie sehen, wir können auch lösungsoptimiert arbeiten. Davon leben wir. Das ist unsere Kompetenz, eure Kompetenz. Vielen Dank, dass Sie hier wart, Frank und auch Oliver. Ich würde sagen, ihr fliegt wahrscheinlich weiter, früher als euch lieb ist, aber habt genossen die Zeit, wo ihr sitzen durftet und euch entspannen konntet. Besten Dank dafür. Vielen Dank für die Dankeschön. Einladung. Danke. Tschüss.